Willkommen heute wieder an einem Sonntag, dem 23.04. haben wir, und wir haben heute ein kleines Jubiläum. Es ist das 10. Video, sprich der 10. Tag hier auf der Werft. Was ist los mit dir? Das ist das erste Mal, dass ich eine Begrüßung ohne Unterbrechung machen kann, seit es dich gibt. Das macht mich etwas nervös. Ach, jetzt ist es dem Herrn auch nicht recht, wenn man mal nicht stört? Pö. Nein, so war das nicht gemeint. Ich finde das ja auch echt toll von dir. Aber du musst verstehen, nach allem, was in den letzten Wochen war, dass ich da schon etwas überrascht bin. Okay, da hast du wohl recht. Na, ich warte geduldig, bis du fertig bist, wegen meines Wunsches. Oh. Ja, da war ja was. Okay, dann mache ich mal weiter. Ja, heute stehen an die Tüten Nummer 31 und 38 eigentlich, aber es hat sich, wie sich gezeigt hat, nachdem ich mir die Tüten im Vorfeld schon genauer angeschaut habe, ein Problem und ein Rätsel ergeben, und beides können nur die Firma Lego aufklären. Dazu aber nachher mehr, deswegen dranbleiben. Starten werden wir dann gleich mit der Tüte oder mit den Tüten 31. So, na dann bringen wir es mal hinter uns. Ja, so war das nicht gemeint. Ich hatte dir ja versprochen, dass du dir was wünschen darfst, weil du das letzte Mal so fleißig warst. Dann mal raus damit. Ich möchte eine andere Farbe. Okay, das ist alles? Da hatte ich Schlimmeres befürchtet. Na dann. Welche Farbe hättest du denn gern? Vielleicht blau? Na dann, ein Blau. Oh, schau mal. Da sind wir doch fast im Partnerlook. Ja, aber ich würde gerne noch eine andere Farbe ausprobieren. Vielleicht ein Grün? Okay. Dann ein Grün. Passt ja auch zum Frühling. Dann lieber Gelb. Ich mag Sommer. Ja, den mag ich auch. Eigentlich noch viel lieber. Also ein Gelb. So. Ist vielleicht doch etwas hell? Ja, vielleicht ein bisschen zu hell. Dann vielleicht besser ein Orange. Okay, dann ein Orange. Das dauert etwas, die richtige Farbe zu finden. Und außerdem hast du gesagt, ich darf mir wünschen, was ich will. Ja, aber ich hatte nicht gesagt oder erwartet, dass das so lange dauert mit dem Wunsch. Aber okay, es muss ja auch dir gefallen, also die Farbe muss ja dir gefallen. Vielleicht ein anderes Rot? Vielleicht ein anderes Rot, okay, dann ein anderes Rot.
Na, dann haben wir jetzt ja eine Farbe. Die wir als erstes zur Auswahl hatten. Und es ging auch ganz schnell. Kommen wir endlich zu den Tüten 31. Können wir starten. Los geht's! Ich hätte da noch mal eine Frage wegen letztes Mal. Seit wann haben Legosteine Arme und wo sind sie jetzt? Das ist wie mit dem Reden. Legosteine haben... Ja, haben schon immer Arme, aber ihr benutzt sie nur, wenn ihr Lust habt. Ja, das kennen wir schon. Und wo ist Hasi heute? Der ist ein paar Tage zu Besuch bei Verwandten. Beim Schoko-Weihnachtsmann. Nicht traurig sein, er kommt ja zurück. Ja, aber das dauert noch. Ja, an der Stelle mal wieder ein kleiner historischer Fakt, der hier in der Anleitung steht, nämlich dass die Titanic 640 Kilometer vom Land entfernt war, als sie den Eisberg gerammt hat.
Das waren die Tüten 31 und damit schreitet die Verkleidung des Rumpfes weiter voran. Also hier der erste Teilabschnitt im Heck ist damit, was den Rumpf betrifft, soweit auch erledigt. Ja, übrig war mal wieder was, ein kleiner Einser. Es waren, wie man hier oben sieht, 138 Steine, es sind 138 Steine und die trage ich dann auch gleich mal ein hier bei der 31. Nicht so viel. War jetzt mal angenehm, nicht so anstrengend. Da hast du recht, das war jetzt nicht ganz so extrem wie beim letzten Mal. Jetzt kämen wir eigentlich zu den Tüten 38. So, die zweite kleine, die lege ich direkt mal beiseite. Ja, und wie schon anfangs gesagt, gibt es jetzt hier sowohl ein Problem als auch ein Rätsel. Das Problem ist, dass hier bei der Tüte 38 von den 6 größten Steinen, und das sind Platten, 5 fehlen. Das ist ja ein Ding. Und das macht es natürlich sehr schwierig, dann hier weiterzubauen. Ich habe hier auch mal eingeblendet, ihr seht darauf 3 der fehlenden Platten. Ich zeige es hier auch mal im Buch. Also hier ziemlich direkt am Anfang benötigt man diese große graue, zweimal diese großen beigen Platten und diese abgerundete graue Platte. Die 4 fehlen und hier weiter hinten beim Abschnitt 38 benötigt man diese große schwarze Platte und diese fehlt ebenfalls. Die Tüten 39, dieser Teilabschnitt ist vollkommen identisch bautechnisch mit 38. Deswegen liegen die hier auch bereit. Also wie man hier vielleicht schön sieht, da ist unter anderem hier einmal diese beigefarbene Platte. Hier noch ein zweites Mal und hier auch die graue, hier diese halbrunde graue und auch die große schwarze. Also die Tüte 39, soweit ich das erkennen konnte, ist vollständig. Das war das Problem. Das heißt, mit 38 geht es definitiv nicht weiter. Jetzt kommen wir aber noch zu einem Rätsel. Es fehlen 5 der 6 größten Plattensteine hier in der Tüte 38. Dafür, auch das seht ihr mal als Foto eingeblendet, gibt es hier eine zusätzliche Tüte mit Steinchen, die überhaupt nichts mit der Titanic zu tun haben. Ich habe alle 3 Anleitungen durchgeschaut. Normalerweise, wenn, müsste das ja sowieso zu Abschnitt 3, zu Box 3 gehören. Aber ich habe alle 3 Anleitungen von vorne bis hinten mir angeschaut. Nirgendwo werden diese Steine benötigt. Mal abgesehen davon finden wir im Buch 1 am Ende eine Gesamtübersicht über alle Steine, die verbaut werden, die benötigt werden, nach Farben sortiert, ist hier alles schön abgebildet, Anzahl, Farbe und auch die Artikelnummer von Lego, was ganz praktisch ist, falls mal was verloren geht. Und auch in dieser Gesamtübersicht tauchen diese Steine, zumindest ein Teil davon, den man jetzt hier direkt auffällig sehen kann, nirgends auf. Also das ist schon jetzt interessant und ein bisschen ärgerlich natürlich auch, dass ich jetzt mit 38 erstmal nicht weitermachen kann. Aber natürlich auch etwas spannend,
mal abgesehen von den fehlenden Teilen, was hat es mit dieser zusätzlichen Tüte auf sich? Ja, falls jetzt von den Zuschauern jemand diese Lego Titanic auch schon gekauft und gebaut hat, würde mich mal durchaus interessieren, wie es bei euch war. Ihr könnt ja dann gerne schreiben an die eingeblendete E-Mail. Das darf natürlich auch gerne dann die Firma Lego tun, wobei ich da natürlich anschließend, wenn hier der Dreh fertig ist, die Firma Lego natürlich auch anschreiben werde. Ich meine, diese zusätzliche Tüte, das ist jetzt weniger das Problem, aber das Fehlen der 5 größten Platten, das stellt natürlich schon ein Problem dar. Und da hoffe ich natürlich, dass ich da möglichst schnell Ersatz bekomme. Ich auch. Und du auch, ja. Okay, das bedeutet für den Moment aber jetzt erstmal, wie eben schon gesagt, Abschnitt 39 ist bautechnisch vollkommen identisch mit 38. Es geht hier um die Rumpfverkleidung im zweiten Teilabschnitt des Heckes. Einmal diese Seite hier und hier die andere Seite. 38 wäre jetzt hier die Backbordseite, aber jetzt kommt dann eben erstmal 39 die Steuerbordseite. Gut, dann würde ich sagen, Moment. Dann geht es los. Aha, wieder das komische Licht. Das ist nicht komisch. Also hat sich keiner beschwert? Nö. Aber es hat auch keiner gesagt, dass er es gut findet. Konzentrier du dich besser mal aufs Zählen, bevor wir wieder einen Fehler drin haben. Ja, ja. There are some days that look so bright. There are some lies that seem so dark. How could you walk against the wind? How could you stop the earth go round? You never know which road to take. One never knows which way goes down. Will you get back once to the shore? Are you ready for the fight?
Das waren die Tüten 39. Es hat nichts gefehlt. Übrig war auch nichts. Wie viele Steine hatten wir jetzt hier bei den Tüten 39? 154. 154. Gut, das werde ich dann gleich mal eintragen. Und wie wir sehen, haben wir damit jetzt insgesamt 3608. Beim nächsten Mal sollte es dann weitergehen mit den Tüten 38, sofern das bis dahin geklärt ist, und den Tüten 40. Heißt also hier dann noch die andere Seite natürlich und oben die nächste Ebene, um hier dann gleich zu ziehen mit dem ersten Teilabschnitt im Heck. Ja, ich habe es lange nicht mehr gesagt, aber an der Stelle muss ich es einfach noch mal sagen. Also die Konstruktion hier, vielleicht konnte man es in der Zeitrafferaufnahme aussehen, gerade jetzt hier hinten im Heck einfach nur genial. Also diese wirklich sehr viele verschiedenen Steine, um das Ganze dann so hinzubekommen. Also an der Stelle wirklich ein ganz dickes Lob für die Kreativität an die Designer, an die Entwickler hier von der Lego Titanic. Ja, sollte es bis zum nächsten Mal noch nicht geklärt sein, also noch nicht die Steine, die Ersatzsteine da sein, dann gehen wir nächste Woche beim nächsten Mal erst wieder in den Bug zu den Tüten 4 und 11. Also alles noch offen. Ich werde gleich nach dem Video dann auch Lego anschreiben und bin mal gespannt, wie schnell und welche Reaktion ich dann erhalte. Na, da mache ich mir bei meinen Schöpfern keine Sorge, dass das umgehend geklärt wird. Ja, das denke ich aber auch. Okay, das war's dann für heute. Wir sagen... Moment! Was ist denn? Ich habe noch eine Überraschung für dich und eine kleine Entschuldigung dafür, dass ich anfangs mit den Farben etwas genervt habe. Etwas? Okay, na dann mach mal. Ich bin gespannt. Ich bin mal alle Steine durchgegangen, die wir bisher schon verbaut haben und habe geguckt, wie viele verschiedene Farben wir schon haben und wie viele es insgesamt sind. Echt? Wow. Das war doch bestimmt eine ganz schöne Arbeit. Darauf kannst du einen lassen. Okay, dann lass mal hören. Also, bisher hatten wir 21 Farben und 6 kommen noch. Also insgesamt sind es 27 Farben. Wow, das ist ganz schön viel, aber das haben wir ja anfangs schon sehr deutlich gesehen, vor allem hier im Innern der Titanic, wie bunt das Ganze ist. Okay, danke, das war echt lieb von dir, dass du dir diese Mühe gemacht hast. Und das war auch eine tolle Information. Moment, das ist nicht alles. Ich zeige sie jetzt alle mit der offiziellen ID und dem offiziellen Namen von Lego. Okay. Dann mach mal. Das ist heftig. Hallo, man sieht mich ja kaum noch. Da fehlen noch die 6 Farben, die noch kommen. Das ist ja mal was. Was für eine Arbeit, die du dir da gemacht hast. Aber auch cool. Dankeschön. Dafür hättest du dir glatt eine Belohnung verdient. Aber das lassen wir mal lieber.
Gut, dann kannst du die Kleckse jetzt wieder entfernen und wir machen die Verabschiedung. Tja. Was heißt, tja? Sag nicht, du weißt nicht, wie du die da wieder wegbekommst. Moment. So, da bin ich wieder mit einem Lappen. Dann machen wir hier mal ein bisschen sauber. So. Okay. Ist noch was? Ja, da ist noch ein bisschen. Machen wir noch ein bisschen weg. In diesem Sinne, das war es für heute. Wir sagen Tschüss, alles Gute, Tschüss. bis zum nächsten Mal.